Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Robert Klink und heute geht es mal um das europäische Jedermannsrecht, welches uns bekanntermaßen im Tracking-Bereich, vor allem in den skandinavischen Ländern, komplette Freiheit gibt, unsere Touren eigentlich so zu planen, wie wir sie auch möchten. Und in diesem Video möchte ich das Thema mal genauer beleuchten und verschiedene Aspekte erklären. Was heißt Jedermannsrecht in der Praxis überhaupt, vor allem im Tracking-Bereich für uns? Was erlaubt mir das Jedermannsrecht und in welchen Ländern gilt es überhaupt und auf welche Weise? Also wo lohnt es sich vielleicht mal besonders, seine nächsten Tracking-Touren generell zu planen. Und ich möchte mich dabei auf 3 Punkte konzentrieren, die für uns interessant sind. Einmal das freie Bewegen, was ich natürlich immer gerne haben möchte bei einer Tracking-Tour, um vielleicht auch mal eigene Wege planen zu können und nicht nur auf normalen Wanderwegen laufen zu müssen, sondern auch mal vielleicht über eigentlich private Grundstücke laufen zu können oder eben durch Naturschutzgebiete im Wald. Dann das Übernachten und nicht nur das Bivakieren, sondern auch das Übernachten mit dem Zelt, was natürlich gerade in Deutschland ein großes Problem ist. Und letztendlich aber auch das Feuer machen, auch abseits von Feuerstellen. Wo darf ich das überhaupt und welche Richtlinien muss ich da beachten? Also erstmal generell beinhaltet das Jedermannsrecht oder auch das Jedermannszutrittsrecht, wie es so in der Schweiz genannt wird, das Recht jedes Menschen, die Natur zu genießen und ihre Früchte zu nutzen, unabhängig von den Eigentumsverhältnissen am jeweiligen Grund und Boden. Also da schon mal die drastische Unterscheidung eigentlich in Deutschland. Hier redet man wirklich dann von Eigentum, von Privateigentum auch. Und die Ausübung des Jedermannsrechts ist also nicht von der Zustimmung des Grundbesitzers abhängig. Und das gilt natürlich auch für Touristen, beziehungsweise für uns, wenn wir Tracking-Touren dort machen wollen. Ebenso allgemein ist das Jedermannsrecht aber auch beschränkt durch die Bedingung, dass seine Ausübung weder der Natur noch andere Menschen Schaden, Störungen oder sonstige Nachteile zufügen darf. Das ist natürlich selbstverständlich, gerade wir im deutschen Tracking-Bereich versuchen auch immer, Leave No Trace, wirklich die Orte, die wir besuchen und auch die Wege, die wir kreuzen, also genau so zu belassen, wie wir sie vorgefunden haben und wirklich wenig Platz zu trampeln, auch im Wald und nicht irgendwie lebende Bäume zu fällen und daraus irgendwie Lager zu bauen. Und insbesondere ist der häusliche Frieden des Landbesitzers zu achten, sodass zum Beispiel zu Wohnhäusern immer ein angemessener Abstand zu halten ist. Überdies kann das Jedermannsrecht in bestimmten Gebieten besonderen Beschränkungen unterliegen, insbesondere in Nationalparks, Naturschutzgebieten oder militärischen Sperrgebieten. Und da habe ich jetzt auch ein bisschen zitiert, also wie das eigentliche Recht an dieser Stelle erstmal generell ist. Und jetzt schauen wir uns gleich an, welche Ausnahmen es im Prinzip da für die einzelnen Länder noch gibt. Denn diese Definition, die sich erstmal pro Land schon grob unterscheidet, ist aber auch in einzelnen Ländern in den Gesetzen unterschiedlich stark verankert. Und das ist, wie es rechtlich bei den Themen in Deutschland aussieht, das könnt ihr euch auch in meinem Video über Wildcamping anschauen, was ich mal vor einem Jahr gemacht habe. Ich verlinke das gerade mal hier rechts oben. Und in Norwegen ist das eigentliche Jedermannsrecht wirklich das am besten verankertste, kann man fast sagen, Gesetz. Und das gibt es seit dem 28. Juni 1957 schon und ist im Gesetz über das Leben im Freien vollumfänglich festgeschrieben. Und dagegen ist das Jedermannsrecht in Finnland zunächst erstmal nur eine uralte Tradition als Gewohnheitsrecht, nur begrenzt schriftlich geregelt. Und ähnlich wie in Finnland existiert auch in Schweden kein Jedermannsrecht in schriftlicher Form. Und die Grenzen des Erlaubten sind allerdings in anderen Gesetzen dann festgelegt. Es ist also nicht genau definiert und es gilt generell nicht stören und nicht zerstören. Also auch dieses Leave No Trace quasi. Und viele Schweden betrachten dies dann schon als eine Art Menschenrecht oder auch Grundrecht. Also da ist das wirklich nicht im Gesetz verankert, aber eher traditionsbedingt so festgeschrieben. Und in Dänemark gibt es kein historisch entstandenes Jedermannsrecht, aber es gab im Jahr 2004 für 2 Jahre versuchsweise eine Regelung, die zunächst in etwa 40 Wäldern nur das Übernachten im Zelt zu ähnlichen Bedingungen wie im übrigen Skandinavien erlaubt hat. Und das hat anscheinend sehr gut geklappt, denn nach Ablauf des Versuchszeitraums wurde das dauerhaft eingeführt und nun auf über 200 Wälder ausgedehnt. Und das finde ich ein sehr, sehr interessantes Beispiel, wie das unsere Nachbarn in Dänemark quasi geregelt haben. Das wäre eigentlich was, finde ich, könnte man auch in Deutschland mal so umsetzen. Wirklich in ein paar größeren Waldstücken wie der Eifel oder so zum Beispiel oder im Schwarzwald auch. Das noch ein bisschen mehr lockern, einfach mal gucken, wie benehmen sich die Leute dann auch und das dann vielleicht sogar national komplett ausweiten. Ja, und neben den skandinavischen Ländern, die ich gerade genannt habe, zu denen Finnland laut Definition eigentlich nicht zählen, gibt es das Recht aber auch noch in anderen Ländern, wie zum Beispiel Schottland. Da ist es auch so, dass es eigentlich ein uraltes Gewohnheitsrecht
Recht erstmal ist und dass man sich in Schottland auf unkultiviertem Land frei bewegen darf. Und das wurde mit dem Land Reform Act im Jahr 2003 schon richtig festgeschrieben. Und davon haben wir zum Beispiel auf dem West Highland Way, als wir den gelaufen sind, in Schottland Gebrauch gemacht. Da ist es wirklich das Besondere, dass man da auch einfach überall neben dem Weg direkt schlafen darf, wo man will, bis auf wenige Ausnahmen. Dort gibt es so Camping-Management-Zones, die dann am Loch Lomond, der wirklich eine Touristenattraktion ist, das Camping so ein bisschen beschränken, weil es da einfach zu großen Touristenmassen kam und da die Natur ein bisschen gelitten hat. Aber generell gibt es das Jedermannsrecht erstmal so da auch. Genauso gibt es das auch in der Schweiz. Dort steht im schweizerischen Zivilgesetzbuch, dass Wald und Weide für jedermann zugänglich sind, soweit dadurch keine übermäßige Nutzung vorhanden ist. Und auch gibt es das Gesetz in Estland, Lettland und Litauen. In den baltischen Staaten wird außerhalb von Nationalparks das freie Übernachten in Zelten und Campingfahrzeugen erstmal generell toleriert. Ja, wie gerade schon erwähnt, möchte ich jetzt auf die einzelnen Bestandteile des Jedermannsrechts eingehen. Da gibt es sehr, sehr viele, aber ich will mich auf die 3 konzentrieren, die eben fürs Tracking erstmal interessant sind. Das erste war das freie Bewegen in der Natur. Und Besuchern und Wanderern gibt es Jedermannsrecht generell erstmal die Möglichkeit, das Land auf Fuß, auf Stieren oder per Fahrrad zu durchqueren. Motorisierte Fahrzeuge dürfen dagegen nicht verwendet werden. Motorisierte Fahrzeuge dürfen jedoch auf unkultiviertem Land am Straßenrand geparkt werden, wenn dadurch weder der Verkehr behindert noch Schäden angerichtet werden. Also genauso wie in Deutschland, hier darf ich auch quasi eine Nacht neben der Straße mal zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit schlafen. Solange ich da irgendwie keine Campingmöbel oder so aus meinem Fahrzeug aufbaue, ist das da alles in Ordnung. Ja, und im Sommer müssen aber Felder unter Nutzung von Wegen durchquert werden, während die Bewegung auf Feldern im Winter frei ist. Das heißt, im Sommer darf ich nicht einfach, wenn da wirklich was angebaut ist, quer drüber laufen, sondern wenn es irgendwelche Pfade gibt, muss ich die dann benutzen. Im Winter ist das generell egal, weil da meistens sowieso nichts angebaut wird oder auch nicht so schnell kaputt gehen kann durch das Eis. Eine Ausnahme gibt es da allerdings in Norwegen. Kultiviertes Land darf ohne Genehmigung des Besitzers nur im Winter betreten werden, wenn der Boden gefroren oder schneebedeckt ist. Also da brauche ich wirklich eine Genehmigung ansonsten. Und der Bereich um ein Wohnhaus, die sogenannte Hausfriedenszone, darf nicht durchquert werden. Und ob das Privatgrundstück umzäunt ist oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Und Hausfriedenszone ist jetzt in der Passage erstmal nicht generell definiert. Gleich sehen wir aber, bei Übernachten spricht man da auch von 150 Meter. Das heißt einfach, ich darf da nicht durch den eigenen Garten des Hauses gehen und will am besten auch nicht von einem Anwohner irgendwie gesehen werden und laufe da auch wirklich mit weitem Abstand irgendwie durch. Ja, der zweite Aspekt und sicherlich auch der interessanteste ist das Übernachten. Und auf unkultiviertem Land erlaubt das Jedermannsrecht jedem das Übernachten mit Zelt. Also nicht nur das Bivakieren, wie das vielleicht manchmal in Deutschland als Lagern auch gestattet wird, sondern ich darf da richtig mein Zelt aufbauen für 1 bis 2 Nächte. Ne, nicht länger. Ich darf da also nicht dauerhaft mich wochenlang aufhalten, irgendwie Urlaub machen oder sogar da wohnen. Und es dürfen für die Übernachtung keine zusätzlichen festen Aufbauten neben dem Zelt quasi getätigt werden. Nichts Festes darf gebaut werden. Auch darf man den Boden nur so weit aufgraben, dass sein Erscheinungsbild nicht wesentlich verändert wird. In Norwegen gibt es zum Beispiel die feste Regel, dass beim Zelten zu bewohnten Häusern und Hütten so viel Abstand zu halten ist, dass deren Bewohner nicht gestört werden, wie wir das gerade auch schon gehört haben. In jedem Fall aber mindestens 150 Meter. Und auch da gilt, wenn ich die Möglichkeit habe, lieber ein bisschen weiter weg, 150 Meter ist das Mindestmaß quasi, aber es kann je nach Grundstück natürlich auch sein, dass die 150 Meter gar nicht ausreichen, sondern dass der Anwohner mich trotzdem sehen kann und der vielleicht sich dadurch gestört fühlt, wenn ich da mit einer kleinen Gruppe von Leuten wirklich meine Zelte aufbaue. Und in der Schweiz gibt es eben noch die Besonderheit, das haben viele auch schon mal gehört, dass das Übernachten in einem kleinen Zelt oder Biwak erstmal grundsätzlich erlaubt ist, allerdings nur oberhalb der Baumgrenze. Und da auch nicht in der Nähe von bestehenden Anlagen, also Alp- und Berghütten, die entsprechenden Erlaubnisse dann erfordern. Und das haben wir jetzt auch auf unserem Trip in der Schweiz wirklich oft gehabt, dass wir sehr, sehr hochlaufen mussten, immer bis nach der Baumgrenze wirklich warten mussten, hatten dann teilweise auch Probleme, da einen Schlafplatz zu finden, weil es so weit oberhalb dann sehr, sehr wenig flache Stellen nur noch gibt. Und auch haben wir immer versucht, dann außer Sichtreichweite sogar von diesen Berghütten eben zu sein. Und auch in der Schweiz ist es an ökologisch sensiblen Standorten wie direkt an der Waldgrenze, an Auen oder an Feuchtgebieten auch nicht erwünscht, dass man da übernachtet.
In Schutzgebieten ist das freie Campen aber natürlich trotzdem dann komplett immer verboten und das gilt auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Schweden, wo es viele Nationalparks gibt, wo dann doch quasi erstmal das volle Jedermannsrecht nicht gilt und das Übernachten dort auch komplett verboten ist. Man muss sich wirklich konkret immer über die einzelnen Naturschutzgebiete informieren. Wenn man eine Tour plant, dann sieht man das auch häufig auf der Karte, dass da Naturschutzgebiete sind. In Deutschland ist das natürlich komplett das K.O.-Kriterium. Ich darf da überhaupt nichts machen im Naturschutzgebiet. In anderen Ländern, dann auch gerade in Norwegen, auch in Schweden, darf ich das sehr häufig, aber in manchen Nationalparks dann eben doch nicht. Und da muss man sich einfach regional immer selber noch informieren vor der Tour. Ja, und der dritte Aspekt, der für uns als Trekker quasi interessant ist das Feuermachen. Das wird auch im Jedermannsrecht geregelt, ist natürlich erstmal nicht essentiell fürs Trekking. In Deutschland darf man es sowieso fast nie außer ein Feuer stellen. Aber ist natürlich, wenn ich die Möglichkeit habe, eine wunderschöne Sache, das abends vorm Schlafengehen zu machen und sich so ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Und prinzipiell ist es in Skandinavien, ausgenommen wieder mit Finnland, tatsächlich zulässig auf unkultiviertem Land oder im Wald ein Lagerfeuer anzuzünden, solange man dabei eben größtmögliche Vorsicht walten lässt. Wenn aber die Gefahr besteht, dass Vegetation generell in Brand geraten könnte, darf man kein Feuer machen. Und auch auf Felsen, ist auch interessant, darf kein Feuer gemacht werden, denn diese bersten könnten. Und über dieses Thema, dass Steine bersten können, auch gerade wenn man Steine nimmt, um Lagerfeuer abzugrenzen, darüber haben wir auch in unserer neuesten Podcast-Folge, im Podcast Zeltgespräche gesprochen. Ich verlinke die gerade hier auch mal, könnt ihr euch mal anhören. Da geht es so ein bisschen auch um Outdoor-Mythen, was in gewissen Notsituationen vielleicht richtig und falsch ist. Ja, besonders aufpassen muss man natürlich auch bei brennbaren Untergründen wie Moos, Torf oder ähnlichen Dingen, dass sich hier auch ein Feuer teilweise unbemerkt wirklich ausbreiten kann. Und generell sollte man auch immer Feuerstellen benutzen, wenn es welche gibt. In Deutschland muss ich das. Da ist es quasi erstmal nur eine Empfehlung. Aber wenn ich irgendwo ankomme und da gibt es einen, ist natürlich klar, dass ich die auch benutze, weil ich wahrscheinlich da auch ein sicheres Feuer machen kann. Und auch sollte man stets darauf achten, dass im Notfall genügend Wasser oder lose Erde zum Löschen zur Verfügung steht. Und bevor eine Feuerstelle verlassen wird, muss unbedingt sichergestellt werden, dass das Feuer vollständig gelöscht ist. Und diesen Mai war ich auch in Norwegen mit meinem Camper zum Beispiel unterwegs und da haben wir auch erstmal den Wald verlassen, um Feuer machen zu können und sind dann auch zu einem Fluss gekommen und da war es so ein bisschen sandig auch und da haben wir auch direkt quasi das Feuer wirklich in Ufernähe hingestellt, ein kleines Loch gegraben und wirklich schon mal ja ein bisschen Sand zusammengelegt und Erde zusammengelegt, damit wir auch im Notfall das Feuer wirklich gut ausmachen können und auch dann, als wir schlafen gegangen sind, wirklich alles komplett dicht gemacht, damit da eben gar kein Sauerstoff mehr nachts ankommt. Ja, Ausnahmen zu den Feuerregeln kann es generell immer geben, vor allem bei Brandgefahr durch Trockenheit, wenn es irgendwie ein sehr, sehr heißer Sommer ist. Und ein solches Verbot kann dann auch für speziell eingerichtete Feuerstellen gelten. In Nationalparks und Naturschutzgebieten kann das Feuermachen weiter eingeschränkt oder sogar komplett verboten sein. Und ob Feuermachen dann letztendlich an einer bestimmten Stelle gerade erlaubt ist oder nicht, ist im Einzelfall natürlich je nach Land bei entsprechenden behördlichen Webseiten, Gemeindeverwaltungen, Polizeistationen oder Touristeninformationen genau zu erfragen. Und man darf auch kein Holz von lebenden Bäumen verwenden, sondern quasi nur Holz, was schon rumliegt oder von toten Bäumen wirklich, die umgekippt sind. Ja, und eine generelle Ausnahme zu den Regeln gibt es auch mal wieder in Norwegen. Im Zeitraum vom 15. April bis zum 15. September ist das Entfachen von offenen Feuern in der Nähe vom Wald generell verboten. Das ist zum Beispiel anders in Schweden. Und Ausnahme gibt es auch in Finnland. Feuer verboten, aber im Gegensatz zu Deutschland wird hier ein Unterschied zwischen Feuer und zum Beispiel Gaskocher beim Kochen gemacht. Campingkocher und ähnliche Geräte, bei denen das Feuer nicht mit dem Boden in Berührung kommen kann, sowie speziell eingerichtete Feuerstellen dürfen jedoch nicht benutzt werden. In Deutschland wird ja kein Unterschied gemacht, ob ich ein offenes Feuer habe, ob ich vielleicht einen Hobokocher benutze oder ob ich nur einen Gaskocher benutze. Und da in Finnland wird der Unterschied eben schon gemacht. Dort werden Gaskocher auf jeden Fall mehr toleriert. Und Schweden hat bei dem ganzen Feuerthema wirklich die liberalste Einstellung, die meiste Freiheit. Da gibt es wirklich überhaupt erstmal keine Beschränkungen, jetzt keine weiteren Ausnahmen zu dieser Feuerregel im Jedermannsrecht. Ja, was heißt das Ganze jetzt in Zusammenfassung fürs Trekking? Eine Nacht, kann man sagen, ist fast immer okay zum Schlafen in allen genannten Ländern. Und wenn man gesunden Menschenverstand walten lässt und keine Anwohner stört, kann man auch fast immer private Landstücke durchqueren oder, wenn man sich an die Sicherheitsmaßnahmen hält, auch Feuer machen. Generell haben wir in allen genannten Ländern viel mehr Möglichkeiten als in Deutschland, weswegen sich diese Länder vor allem für naturnahe Trekkingtouren eignen. Ja, und zum Schluss möchte ich noch anmerken, dass natürlich
es noch viele, viele kleinere Regeln gibt und ich in diesem kurzen Video jetzt auch gar nicht alles rechtlich hundertprozentig abdecken konnte. Und auch gibt es regionale Unterschiede, wie ich das gerade schon gesagt habe, mit den Naturschutzgebieten. Und deswegen empfehle ich euch, informiert euch immer komplett selber, je nachdem, wie euer Trail geplant ist, durch welche Regionen, Gebiete ihr da geht. Ich hoffe, ich konnte euch mal generell helfen, genauer über das Jedermannsrecht Bescheid zu wissen und euch über die vielen Möglichkeiten aufklären, die man dadurch als Outdoor-Liebhaber eben hat. Hat euch das Video gefallen? Würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.